gesagt, du möchtest heute mal die Erfahrung machen, ob es möglich ist, deinen eigenen Namen zu vergessen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und du glaubst auch nicht, dass es funktioniert, dass du deinen eigenen Namen wirklich vergessen kannst, oder? Kann man nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aber es ist dein eigener Wunsch, das mal zu erleben jetzt in der Hypnose. Ja, ist richtig, ja. Mal zu gucken, ob das möglich ist, So ja? sieht's aus, ja. Okay. Und da du ja schon ein paar Mal Hypnose gemacht hast, würde ich vorschlagen, wir machen heute mal eine tolle andere Induktion. Ja. Wann immer du ein Hypnochi siehst heute, kannst du sofort in der Sekunde in eine tiefe Hypnose gehen, ja? Und wann immer du ein Hypnochi siehst, und das ist jetzt nur hier in diesem Raum, ich habe gesehen, ganz Berlin ist ja voller Hypnochis. Ja. Also wenn du möchtest, kannst du da natürlich auch in Hypnose gehen, das ist dann immer deine Entscheidung. Aber jetzt hier heute in dem Raum kannst du sofort auch in eine tiefe Hypnose gehen, wann immer du einen Hypnochi siehst, ja? Okay. Okay. Und dann hier mal für die Cam. Und schlaf tiefer und tiefer in eine wunderbare Entspannung. Von Kopf bis Fuß. Jeder einzelne Atemzug vertieft diese Entspannung nur noch mehr. Jedes einzelne Ausatmen schafft das. Vertiefe die Entspannung mit jedem Wort, das ich sage, mit jedem Ton der Hypnosemusik und mit jedem einzelnen Ausatmen. Du fühlst eine wunderbare, tiefe Entspannung von Kopf bis Fuß. Und dann öffne mal die Augen. Alles gut? Ja. Sag mal deinen Vornamen. Ralf. Ralf ist dein Vorname, ne? So sieht's aus, ja. Wunderbar. Ja, der Name ist dann noch da auch, ne? Natürlich. Hätte dich auch gewundert, wenn das nicht so wäre, oder? Ja. Ja. Okay. Und schlaf. Tiefer und tiefer in die Entspannung. Mit jedem Ausatmen, mit jedem Ton der Hypnosemusik und mit jedem einzelnen Wort, das ich sage, vertiefst du diese wunderschöne Entspannung nur noch mehr. Jedes einzelne Ausatmen vertieft diese Entspannung. Wenn du gleich die Augen öffnest, bist du vollkommen davon überzeugt, dass dein Vorname Isabella ist. Du heißt schon immer so seit deiner Geburt. Du hattest auch nie einen anderen Vornamen. Du bist vollkommen davon überzeugt, dass du Isabella heißt. Öffne die Augen. Fühlst du dich noch gut? Ja. Auch entspannt? Absolut. Wie ist denn dein Vorname? Isabella. Wie? Isabella. Isabella. Bist du dir sicher? Ja. Isabella, ist das nicht eigentlich ein Mädchenname oder für Frauen? Naja, man wird komisch angeguckt, aber es gibt ja auch Frauen, also es gibt Namen, die klingen wie ein Frauenname, sind aber Männernamen. Gibt es. Also darum, man wird angeguckt und denkt so, hä? Aber nö. Stört dich dann gar nicht weiter, oder? Also dass manchmal... Nö, man schmunzelt, aber ich stehe da drüber. Echt, das ist mir egal. Und kennst du auch noch jemanden, der Isabella heißt? Nö, ja ich? Ja, dich dann, aber Ja. so im Freundeskreis? Nee. Nicht. Nee, gar nicht. Ja gut, es gibt 1000 Namen, aber wie sagt man denn Isabella? Nee. Was denkst du denn, warum man ihr diesen Namen gegeben hat, Isabella? Fandest du das lustig früher, oder? Nee, ich denke mal, dass das von meiner Mama kam. Die wollte ein Mädchen haben. Und Papa wollte einen Junge. Und dann hat man sich eben so geeinigt.
Mhm. Also denke ich so. Das hat mich nicht interessiert. Ich heiße so und gut. Gefällt dir denn der Name Isabella? Als Frauenname schon, ja. Aber Und so für dich? ist doch gut. Nee, da mache ich mir keine Gedanken. Echt nicht. Also Du hast du eben, fragst mich gerade Sachen. ja, Nee. du hast eben auch gesagt, du wurdest manchmal komisch angeguckt. Wer hat dich denn da komisch angeguckt? So Freunde oder auf der Arbeit? Oder? Ja, naja, wenn man. Also ganz putzig ist es immer, wenn ich zum Arzt gehe und der ruft auf und erwartet wahrscheinlich eine Frau und dann komme ich als Mann drin. Da könnte man denken, so, ist er vielleicht umoperiert oder irgendwas. Aber nö. Ja gut. Und die Ärzte mich kennen, ja, ist okay. Das Ist ist eben so. Also es gibt Schlimmeres, sag ich mal so. Wenn ich so denke, was manche für einen Hinternamen haben, wo ich denke so, gut, dass du Isabella heißt. Ja, also ist noch gut gelungen. Hast du denn irgendeinen Spitznamen oder nennt man dich Isabella? Also wie nennen dich deine Freunde? Und wie nennen dich deine Arbeitskollegen? Isabella. Isabella. Isabella, ja. Okay. Manchmal sagen sie Isi, aber klingt wohl ein bisschen männlicher oder so, keine Ahnung, aber Isabella. Okay. Aber es ist schon putzig, wenn man dann irgendwo hinkommt und sich dann so mit dem Namen vorstellt. Ist dann so, okay. Dann, aber gut. Was war denn da ein besonders lustiger Moment, als du dich da mal vorgestellt hast mit deinem Namen Isabella? Naja, gerade so, wenn man so zum fremden Arzt kommt oder ganz putzig war es auch, wo ich mich bei meiner Arbeitsstelle damals vorgestellt habe. Bei der Bewerbung meinst Bei der du, ne? Bewerbung. Die hatten gedacht, ich bin eine Frau. Ja, und so, nee, nein, ich bin ein Mann. Und da hat man mich gefragt, warum ich denn, habe ich gesagt, weil es so ist. Ja, okay. Hast du denn heute deinen Ausweis dabei? Ja, hab ich. Ja? Ja. Möchtest du mal nachschauen, was denn auf deinem Ausweis steht? Ja. Was denkst du, was da steht? Isabella? Isabella? Okay. Leider kein voll, aber Isabella, ja. Okay. Ja. Hast du den einstecken? Ja, oder hab ich in der Tasche. Okay, dann schau doch mal nach, was du da... Wenn du vorliest, bitte nur den Vornamen immer aussprechen und keine anderen Daten, die da draufstehen, ja? Okay. Dann, also kein Nachname, kein Geburtsdatum oder so. Was hast du denn dabei, Ausweis oder Führerschein? Ich habe hier meinen Personalausweis. Ja, so. Ich habe auch meinen Führerschein, glaube ich, bei. Ich habe so viel in meinen. Hast ja alle möglichen Karten dabei, Ja, wo ja, dein ja. Name dann drauf Guck mal, steht, sogar ja? so. Und mein Führerschein habe ich auch bei. Dann schau mal, welcher Vorname da steht. Lies mal laut vor. Ralf? Ralf? Wer könnte Ralf sein? Kennst du einen Ralf? Aber das bin ich. Dem Foto, das bin ich. Bei den Fotos, das bist eindeutig du, oder? Ja, einmal mit Haar und einmal ohne Haare. Was denkst du, wieso steht da Ralf? Komisch, ich gucke mir so einen Ausweis nie an. Aber ist dir das noch nie aufgefallen, dass da dein falscher Vorname steht? Da habe ich nie nachgefragt, mich hat es nie interessiert, wenn ich einen Ausweis abgegeben habe. Egal, Polizei oder sonst was. Ja, die fragen auch gar nicht weiter nach, die nehmen den und geben ihn mir wieder. Und ich gucke gar nicht drauf auf den
ich gucke flüchtig rauf, sehe mein Bild gut. Aber Und schau mal, ob es auf dem Perso richtig steht oder nur auf dem Führerschein falsch ist. da haben die sich verdruckt. Überall steht Ralf, oder? Ja. Adresse Altstimmen. Die haben den falsch ausgedruckt. Und das hast du bisher noch gar nicht gemerkt? Naja, wann braucht man mal einen Ausweis? Ist ein Wunder, dass ich überhaupt einen Ausweis bei habe, weil ich gewohnt bin, eigentlich einen Ausweis bei mir zu tragen. Aber wenn du deinen Ausweis in der Hand nimmst, guckst du auch bloß auf dein Foto und denkst, ja, ist richtig. Und schau mal, ob die anderen Sachen stimmen, die da draufstehen. Nicht vorlesen, nur mit Ja oder Nein antworten. Der Nachname, das Geburtsdatum. Geburtsdatum stimmt? Stimmt. Der Nachname? Ja, der stimmt auch. Ja. Aber da steht ja überall Ralf, oder? Also. Naja, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, da musste ich ja meinen Personalausweis abgeben. Der werden die das einfach abgeschrieben haben. Wie kommen die denn auf Ralf? Was denkst du? Wieso gerade Ralf? Ich weiß nicht. Ist das vielleicht dein Zweitname? Hast du einen Zweitnamen? Nee, Zweitnamen habe ich nicht. Mein Papa hat. Einen Zweitnamen? Zweitnamen, ja. War der Ralf oder? Nee. Auch nicht. Und du kennst auch keinen Ralf, hast du gesagt, oder? Nee. Kennst einen? Nee. Mhm. Aber warum steht da Alf? Alles andere stimmt. Adresse stimmt. Postleitzahl stimmt. Die Größe stimmt. Aber ja, die haben dann wahrscheinlich nicht, die haben mich auch nicht gefragt. Du, das ist ja auch heutzutage, wenn du irgendwo hingehst, alles so unpersönlich. Ausweis, dann gibt es einen Ausweis hin und dann wird das übernommen und dann holt sich das in 3 Wochen ab oder in 6 Wochen. Naja, und ich bin hin und sind Sie das? Ja, das bin ich. Da habe ich gar nicht auf den Namen geguckt. Das ist Jetzt läufst du die ganze Zeit mit einem falschen Perso und Führerschein durch die Gegend. Aber das bin ich doch auf dem Das ist Foto. eindeutig, ja. Das reicht doch. Aber mit falschen Vornamen ist so ein bisschen kritisch, vor allem beim Personalausweis. Immer diese Ämter. Wer Ja. hat das denn ausgestellt, weil du sagst, diese Ämter? Na, einmal hier. Berlin. Das andere. Bundesrepublik, Personalausweis. Deutsch, stimmt. Steht ja nicht drauf. Nur. Ah! Bürgeramt Pankow. Also, das kann doch nicht wahr sein. Da geht man schon fremd. Bin nämlich ins andere Bezirk gegangen, weil bei uns war so voll gewesen. Von den Terminen? Ne? Von den Terminen, ja. Heutzutage musste er einen Termin holen. Und ja, dann bin ich hin, habe Fotos abgegeben. Und dann habe ich die Fotos, dann habe ich, habe ich Post gekriegt. Da stand drin, Ausweis ist abzuholen. Und denen hast du gesagt, du heißt, oder ausgefüllt, dass du Isabella heißt. Bist du dir sicher? Ich habe Isabella aufgeschrieben. Isabella. Ja. Mhm. Also, es lag nicht an dir, dass du da Ralf geschrieben hast. Woher soll ich denn, ich weiß doch, wie ich heiße. Ja, vielleicht hast du dir einen Spaß erlaubt oder so und hast da Ralf reingeschrieben. Also du warst das nicht, oder? Das ist, Nee. Mhm. das ist doch ein Ding. Das bin Ja, ich ja, doch. da musst du dich echt mal kümmern dann auch. Ja, das bist du auf jeden Fall. Ja. Wann läuft denn der ab? Ja. Ja. Und dann kannst du die mal wieder einstecken dann auch. Das können wir dann. Aber wieso? Ja. Das gibt mir echt zu denken, ja. Ich muss nachher mal wenn ich nach Hause komme, meine ganzen Papiere durchgucken. Das glaube ich nicht. Aber warum?
Wenn du gleich die Augen öffnest, weißt du deinen Namen auch wieder. Dein Name ist Ralf, er war schon immer Ralf und du hast auch noch nie einen anderen Vornamen gehabt. Öffne die Augen. Alles gut? Ja. Wie ist denn dein Vorname? Ralf. Hm. Was steht da auch als Vorname? Ralf. Ralf, ja, alles korrekt, oder? Geburtsdatum stimmt. Ja. Wunderbar. Immer mit Haare, immer ohne. Cool. Ach Gott, das ist ja noch ein Jugendbild, sehe ich gerade. Aber dann kannst du die mal wieder einpacken, das stimmt ja alles bei denen. Ja, das ist ein Ding. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn ich dir jetzt sagen würde, du hast eben noch vor wenigen Minuten behauptet, dass dein Vorname Isabella ist. Mädchenname. Und dass du dir absolut sicher warst, dass du Isabella heißt. Ach Quatsch. Echt jetzt? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Ja, zum Glück haben wir heute dann das Video mit an, damit du es dann auch selber danach glaubst, ne? Für dich, ja. Glaubst du nicht, oder? Nö. Nee. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Wie ist das, wie ich heiße?